Zum Glück sind die absolut chaotischen Zeiten in meinem Studio vorbei. Mittlerweile steckt deutlich mehr Planung im Prozess und ich bin mit den Ergebnissen häufiger zufrieden. Mein Handwerk hat sich durchs viele Experimentieren verbessert. Ich bin so froh, dass ich mittlerweile viele meiner Bilder loswerde. Wenn ich bei einem Werk nichts mehr verändern will oder kann, dann finde ich es ganz cool, wenn es nicht mehr allzu lange in meiner Nähe ist. Und ich bin sogar richtig glücklich, wenn ich die Bilder bei guten Leuten unterbringen kann. Ich mag es, im Studio alles für einen Roadtrip vorzubereiten. Und genau deshalb muss ich raus, Bilder ausliefern, neue Umgebungen sehen, als würde mich die Straße rufen. Das ist einfach ein Part von der ganzen Sache, der mir mittlerweile so unglaublich viel Spaß macht. In den Miettransporter zu sitzen, ins Studio zu fahren, die Karre zu laden. So ein bisschen wie eine Band auf Tour. Einfach zu starten und durchs Land zu fahren. Und dann setze ich mich in die Karre und liefere aus. Bis jetzt nur deutschlandweit. Die letzte Runde war 2000 Kilometer lang. Es war echt spannend. Rauszugehen, neue und alte Freunde zu treffen, das ist für mich persönlich einer der wertvollsten Aspekte bei dem, was ich mache. Und wenn die Bilder dann in einem Haus hängen, in dem ich vorher noch nie war und die Leute einfach happy damit sind und ihre Tage mit meiner Kunst verbringen, ist eigentlich unvorstellbar. Vor 2 Jahren hätte ich gedacht, naja, wenn jemand ein Bild will, dann klappt das irgendwann. Aber mittlerweile denke ich, dass meine Werke ein neues Zuhause bekommen. Und dieser Gedanke, dass was ich erschaffen habe, bei jemandem daheim hängt und der hoffentlich viel Freude damit hat, so lang wie möglich, das ist der Hammer. Bilder ausliefern, die Welt sehen und Freundschaften knüpfen und bestehende Freundschaften stärken. Das ist eigentlich der Idealzustand. Wenn ich mit dem Transporter vorfahre, dann habe ich das Gefühl, dass ich gute Nachrichten mitbringen darf. Auch bei Leuten, die für mich Vorbilder und Inspiration sind. Die mich mit ihrem Schaffen beeindrucken und vor Leidenschaft sprudeln. Ganz ehrlich, bis jetzt war jede Begegnung einfach eine Bereicherung. Meine Bilder motivieren mich, mehr rauszugehen. Und draußen zu sein, inspiriert mich. Es entstehen neue Perspektiven, neue Ansätze und die tut mir auch gut, die frische Luft. Wenn ich die Möglichkeit habe, meine Werke in ein ganz neues, wortwörtlich natürlicheres Licht zu rücken, dann mache ich das. Und der Perspektivwechsel vom Studio raus auf Wiesen und Wälder macht mir ziemlich Bock. Und dieses Lebendige, was ich aus der Natur kenne, das erhoffe ich mir in meinen eigenen Werken. Und wenn ich ein lebendiges Bild mit in die Natur nehme, dann verstärkt sich das Ganze noch und ermöglicht mir eine Perspektive, die ich ohne den Schritt raus vor die Tür an die frische Luft eigentlich nie so spüren würde. Ich bin im Schwarzwald geboren und aufgewachsen. Viele Jahre war mir überhaupt nicht bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann, in solch einer Umgebung groß geworden zu sein. Die beruhigende Kraft der Natur ist der perfekte Gegensatz zum oftmals chaotischen Ansatz in meiner Malerei. Gleichzeitig inspiriert mich kaum etwas mehr als die Formen und die Dynamik, die man in der Natur findet. Wahrscheinlich und zum Glück werde ich immer dazulernen. Das ist zumindest mein Ziel. Sicher bin ich mir aber jetzt schon mit einer Sache. Ich werde mich immer wieder in die Karre setzen und meine Bilder ausliefern.